Hallihallo, hallöle. Wie man sehen kann, habe ich jetzt eine neue Kamera. Das heißt, wir werden den tollen Horror, meine Erschreckung, alle uns schön jetzt in HD reinziehen. Los geht's. Wir schauen uns das neueste Video von Night Tale an, und zwar 5 gruselige Geistervideos, die dich erzittern lassen. Los geht's. Für das erste Video unserer heutigen Compilation konnte ich leider keine Originalquelle mehr finden. Doch das Ereignis wurde wohl irgendwo in Südamerika aufgenommen. Auf den öffentlichen Sicherheitskameras einer Gemeinde ist nämlich etwas Mysteriöses festgehalten worden. Zu sehen ist eine belebte Straße, auf der Autos, Busse und Fußgänger unterwegs sind. Als ein Bus plötzlich Fahrt aufnimmt und eine Frau über die Straße läuft, ohne sich umzusehen, scheint sich etwas Tragisches zu ereignen. Doch statt eines Unfalls wird etwas weitaus Gruseligeres gefilmt. Okay, was? Hä? Okay, die haben sie alle gesehen scheinbar. Als die Frau die Straße überquert, scheint sie von dem Bus erfasst zu werden. Jo, zack, Passanten, voll die erwischt. Zeugen von der vermeintlichen Tragödie werden, stürmen auf den Bus zu. Rund um das Unglück entsteht dabei ein großes Jeder hat diese Durcheinander. Frau gesehen. Und alle Anwesenden sind erschüttert. Doch nicht von der Tragödie selbst, die sie gerade miterlebt haben, sondern von der merkwürdigen Tatsache, dass der Körper der Frau weder unter dem Bus noch an einem anderen Ort zu finden ist. Die Frau scheint einfach so verschwunden zu sein. Doch es gibt in diesem Video noch ein weiteres Detail, das vielen von euch vielleicht nicht aufgefallen ist. Der Hund? Und zwar geht es um den Hund der Frau. Ja. Denn während die Frau in den Verkehr läuft, schafft es der Hund, dem Aufprall zu entkommen, und er setzt seinen Weg fort. Ja, aber der Hund lief ja auch mit der Frau mit. Das ist ja das Komische. Also er lief ja mit der Frau mit, jetzt ist die Frau weg und er läuft einfach weiter. Okay, vielleicht haben sie ja auch beide denselben Weg. Meine Erklärung, was hier passiert sein könnte, ist, dass diese Frau kurz bevor der Bus sie erwischt hat, sie, passt auf, jetzt kommt's, in die Backrooms gefallen ist. Einzige Erklärung, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist hundertprozentig eine Backroom-Story. Und dann passiert wieder etwas Erschreckendes. Es geht weiter? Auch der Hund löst sich einfach so in Luft auf und verschwindet spurlos. Was an diesem Tag wirklich geschehen ist, Das bleibt kann auch für an der viele Kamera Menschen ein liegen. Rätsel. Für diejenigen aber, die an das Übernatürliche glauben, ist die Erklärung dieses seltsamen Vorfalls jedoch ziemlich eindeutig. Die japanischen Geisterjäger Gachan und Dachan vom YouTube Bitte kein japanisches Horrorvideo. Ey, ich habe jetzt so lange keine Top 5 mehr geguckt. Ich habe keinen Bock, mich jetzt hier gleich jumpscannen zu lassen von irgendeiner Ju-On-Tante. Ey, bitte. Kanal Clipstore haben vor einigen Monaten ein Video hochgeladen, das sie selbst und ihre Zuschauer in Angst und Schrecken versetzt. In dem Clip untersuchen die beiden ein verlassenes Wohnhaus, das einst voller Leben war. Denn vor rund 30 Jahren war das Gebäude noch von vielen Menschen bewohnt. Okay. Doch das alles änderte sich schlagartig, als ein junges Mädchen plötzlich verstarb und der Hausbesitzer daraufhin spurlos verschwand. Will man den lokalen Legenden Glauben schenken, hörten die verbliebenen Bewohner in ihren Häusern mysteriöse Stimmen und einige behaupten sogar, den Geist des verstorbenen Mädchens gesehen zu haben. Ja, okay. Und diese düsteren Geschichten wecken natürlich die Neugier von Gachan und Dachan, die daraufhin beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist also wieder ein typisches japanisches Video mit einem Geistermädchen. Und die sind meistens schlimm. Also, naja, mal schauen. Und was die beiden daraufhin mit der Kamera einfing, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. オーナー男性って言ってたでしょ。これどう考えても離れってもうオーナー宅じゃない？っていう。ただちょっとお互いその見つけた部屋を調査す。Ich scanne wieder die ganze Umgebung. Ich scanne die ganze Umgebung. Aber ich sehe sie noch nicht. What the fuck? Fängt ja gut an. Und es geht noch weiter. 誰？
ええ Bitte geh nicht hoch, bitte geh nicht hoch. どうした？誰かいますか？ Oh, ich krieg Gänsehaut, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Während ihrer Untersuchung Oh, ist okay, plötzlich ein gut. seltsames Geräusch zu hören. Gatchan blickt auf und sieht etwas, das an das Gesicht einer Person erinnert, die von oben auf ihn herabstarrt. Gatchan ist währenddessen am Telefon, um mit seinem Kollegen in Kontakt zu bleiben, doch dieser ist vor Angst wie gelähmt und kann ihm nicht antworten. Er braucht einen Moment, um sich zu sammeln, bevor er beschließt, nach oben zu gehen. Oh nein. Eine Entscheidung, die er sicher noch bis heute bereut. Oh nein. 大ちゃんちょっと待ってね。大丈夫？ Geh nicht hoch, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. 大ちゃんちょっとこっち向かっててもらっていい？ああ、分かった。すみません。すみません。力入れちゃった。大丈夫か？ Bei jedem Schwenken denke ich, da kommt jetzt was. Mhm. Mhm. Junge, geh doch! Oben angekommen, entdeckt er einen Spiegel. Als er diesen Spiegel filmt, tauchen plötzlich menschliche Füße in der Reflexion auf. Doch als Gatchan sich Alter, umdreht, ey. ist niemand zu sehen. Dieser Moment wird zu viel für den YouTuber und er entscheidet sich dazu, das Gebäude zu verlassen. Ja, aber erst nachdem er eine Stunde in diesem Raum gehockt hat, ich hätte alles stehen und liegen gelassen. Ich wäre direkt raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich hätte diese Person hinter mir auch umgerannt, wenn es sein muss, ja. Aber Hauptsache raus aus diesem Haus. Alter, und dann bleibt er davor noch stehen. Ich hätte versucht, Meilen zu machen. Später erklärt er, dass er so viel Angst hatte, dass er aufhören musste zu filmen, weil er das Gefühl hatte, er könnte ohnmächtig werden. Was genau hat Gatchan gesehen? Viele ihrer Zuschauer sind überzeugt, dass er dem Geist des verstorbenen Mädchens begegnet ist, die der Legende nach noch immer in diesem verlassenen Haus umhergeht. Aber was denkt ihr? Hat Gatchan den Geist des Mädchens gefilmt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Nee, das sah nicht aus wie ein Mädchen, das sah aus wie eine erwachsene Frau. Und das war nicht so der stereotypisch japanische Geist, wie man ihn normalerweise kennt, mit dem weißen Kleid und alles und den langen schwarzen Haaren, die vors Gesicht runterhängen. Es war dieses Mal was anderes. Und ich weiß nicht, was das war. Ihr kennt ein gruseliges Video oder habt vielleicht selbst schon mal etwas gefilmt, das sich nicht so leicht erklären lässt und ihr wollt, dass ich es auf meinem Kanal teile? Dann schickt mir eine Nachricht an nighttale@gamix.de. Und falls euch dieses Video gefällt, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Vielen Dank. Schon passiert. Der Stealth-Camper Chris vom YouTube-Kanal Bold Outdoor Show wagt sich zusammen mit seinem Freund Mick auf ein Abenteuer in die verlassene St. Andrews Church in Connaught, England. Oh, das sieht cool aus. Die Kirche, die im Jahr 1769 erbaut wurde, steht seit fast 50 Jahren leer.
Chris ist kein Geisterjäger oder ähnliches und hat auch bisher keine Videos über das Paranormale hochgeladen. Er beschreibt sich selbst eher als Skeptiker, der sich nicht so leicht von unheimlichen Dingen beeindrucken lässt. Aber Und um die ohnehin düstere Atmosphäre noch beklemmender zu machen, ist die St. Andrews Church umgeben von einem alten Friedhof. Chris und sein Freund Mick entscheiden sich dazu, ihr Zelt direkt zwischen den Gräbern aufzubauen und dort die Nacht zu verbringen. ich finde das sehr respektlos. Mach's doch neben der Kirche oder geh doch ein bisschen vom Grundstück runter. Mach das doch nicht direkt zwischen den Gräbern. Das ist scheiße respektlos. Aber wisst ihr, an was mich diese ganze Kirche und das ganze Drumherum erinnert? An den Horrorfilm The Borderlands. Ich wette, den kennt keine Sau. Wenn ihr den kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Das ist halt so ein Found-Footage-Horrorfilm. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr underrated Horrorfilm. Aber ich finde den super gut. Guckt ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt. Ich finde ihn mega. Als es dann dunkel wird, beschließen die beiden, die alte Kirche genauer zu erkunden. Go on then, Mick. Now you don't fall over, son. Ja, Mick, du bist das Bauernopfer. Geh als erstes rein. Lass dich. It was locked there with a shitty plans. I'd have had skid and didders all over me uni bedundies. There we go, folks. Yeah. Well, like I say, I'm not scared and I'm not one of these people that get to shiver up the spine and things like this. To me, So Leuten, die das immer rausposaunen, glaube ich kein Wort. it's not spooky, but we'll still have a look around. For you legends that like to watch The Blot Outdoor Show. All right, isn't it? Cool. Cool place. I wouldn't want to sit here all night like. Es ist mir viel zu ruhig da drin gerade. Viel zu ruhig. Like I say, guys, it's been abandoned since the 1970s. Obviously, they must leave the door open now and again. The fuck? The fuck's I'm out of here. The fuck? The fuck's I'm out of here. Sorry, guys. What the fuck was that? Ich hoffe, ihr habt euer Headset auch so laut gedreht wie ich. Ja, habe ich gemerkt gerade. Aua. Nachdem sich die beiden YouTuber das verlassene Gebäude eine Zeit lang angeschaut haben, hören sie einen lauten Knall, der sie so erschreckt, dass sie das Gebäude fluchtartig verlassen. The fuck? Der hat mich fast Draußen, schon wieder erwischt. nach ein paar Drinks zur Beruhigung, gelingt es Chris schließlich, Mick zu überreden, noch einmal einen Blick in die unheimliche Kirche zu werfen. I've got to be honest. It does have a little bit of a spooky kind of feel to it. I think that's because what we've been reading, and it's genuine, it has been abandoned since the 1970s. By Okay. abandoned, I mean it doesn't get used anymore for like services or burials Ja, or ja. anything like that. But yeah, now that we've came in and we've studied for a few seconds, I think kind of chilled now. You chill out, you chill out, Nick. Yeah. How well, then let's have a mooch around. Jetzt ist halt die Frage, wird jetzt wieder ein Geräusch kommen, sie rennen wieder raus und beenden das Video dadurch, oder passiert jetzt mehr? I said to Mick, we'll have one more look in here and then later on we'll do the room review. Little Mick says, well, we'll have a look around, but we'll do the room review back over there. I've kind of had to persuade him to come back in. Boah, in der Kirche übernachten wäre krass. Das wäre krass. I mean, I can see why people come here, Mick, and do the old spooky, ghostly tours and look for the paranormal readings and stuff like that.
It's not my kind of thing. My kind of thing is sitting in a tent and getting mangled, spangled. and was? Totally grim crankled. Mangels Bangles? Was? Mangels Bangles? Was? But each to their own, wherever your hobby is. Let's have a look over here, Schmick. Ich würde jetzt mal untersuchen, woher kam das Klopfen. Das Oh, here we go. We've got a photograph of young Chris here. Oh, sorry, guys. It's not young Chris. Apologies. It's Jesus Christ. Howard and Son. Milky buttons there. Yeah, Milky Buttons. What? Ey, ich hab keinen Bock mehr, Mann, wirklich. Milky Buttons. Warum erschreckt mich das? What? Stand da gerade jemand? Mix away. Ooh, shut up. Ein weiterer, noch lauterer Knall hallt durch die Kirche. Milky Buttons. What the Das ist der Moment, in dem die beiden Abenteurer endgültig genug haben. Jetzt ist halt die Frage, da an dem Türrahmen. Ich weiß nicht, ob man das sieht oder ob man es eben gerade besser gesehen hat, bevor ich Pause gedrückt habe. Geht nochmal kurz zurück und sagt mal, da steht doch jemand, oder? Sie kehren zu ihrem Zelt zurück und entscheiden, den Rest der Nacht nicht mehr in die Kirche zu gehen. Doch ist euch was aufgefallen? Hab Denn ich neben recht? dem Knall haben die beiden noch etwas anderes mit der Kamera eingefangen, das sie selbst nicht bemerken. Während Chris und Mick sich umsehen, entgeht ihnen eine seltsame, schattenhafte Gestalt, die hinter einer Tür zu stehen scheint. What Ja. the What? Erst ihre Zuschauer im Kommentarbereich des Videos machen die beiden auf die seltsame Entdeckung aufmerksam. Und noch einmal, Chris und Mick sind keine Geisterjäger und hatten auch nie vor, paranormale Aktivitäten zu dokumentieren. Also wer oder was ist diese unheimliche Erscheinung? Haben die beiden vielleicht doch einen Geist in der verlassenen St. Andrews Church gefilmt? Oder erlauben sich die zwei YouTuber hier nur einen bizarren Scherz? Also ich habe keine Ahnung, aber ich finde es halt wirklich, ich weiß nicht, ich finde es halt hart respektlos, dass sie genau auf diesem Friedhof campen. Aber was sie jetzt da drinnen gefilmt haben, keine Ahnung, es könnte ja auch der Pfarrer sein, der da doch noch lebt und einfach will, dass die Leute rausgehen, weil der einfach weiterpennen will. Aber ich glaube eher weniger. Aber was war das? Das ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage. Die Person hinter der nächsten Aufnahme heißt auf TikTok Creed. Bei einem Spaziergang auf einem eigentlich vielbesuchten Waldweg erlebte der Mann etwas, das ihn wahrscheinlich bis heute noch beschäftigt. Es Was? war ein Nachmittag wie jeder andere, als er sich auf den Weg machte und zunächst schien auch alles normal zu sein. Aber Doch nachdem er etwa eine Stunde gegangen war, änderte sich die Atmosphäre im Wald plötzlich und er bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Denn der Wald war plötzlich unheimlich still geworden. Creed holte daraufhin sein Handy raus und filmte. okay. Und während der Mann also weiterging und filmte, bemerkte er plötzlich einen Hasen, der vor ihm auf dem Pfad auftauchte. Doch anstatt einfach weiterzulaufen, blieb das Tier plötzlich wie versteinert stehen. Was der Mann aber dann noch aufnahm, war weitaus mehr als ein verängstigtes Tier. Was? Naja, so ruhig wirkt der Wald jetzt für mich aber nicht, ne, mit dem ganzen Gerausche da im Hintergrund. Aber okay, ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du die ganze Zeit Vögel hörst und andere Tiere vielleicht noch und auf einmal schlagartig hört es auf und du hörst nichts mehr, außer so ein bisschen Wind, der durch die Bäume geht. Ja, okay. Ich glaube, da wäre mir auch ein bisschen mulmig. Ich glaube, da würde ich auch anfangen zu filmen. Cool, das ist halt ein Hase, ne? Was? Fucking hell. He was right there.
im Unterholz Also er hat halt genau das gemacht, was ich machen würde. Direkt, wenn man sowas hört, wegrennen. Aber hätte es jemand sein können, der da irgendwie in dem Gebüsch gefesselt ist oder sowas? Weil das hat sich ja nicht angehört, als ob diese Person richtig anfangen könnte zu sprechen. Weil sie irgendwas vom Mund hat. Oder so. Weiß ich nicht. Komisch. ist plötzlich eine Stimme zu hören. Leise, aber deutlich. Und wenn man genau hinhört, scheint die Stimme Hilf mir zu sagen. Das habe ich auch verstanden, ja. Creed, dessen düstere Vermutungen, dass etwas nicht stimmt, damit bestätigt waren, nimmt die Beine in die Hand und rennt weg. Ja, richtig so. Womöglich hatte der Hase diese unheimliche Präsenz schon weitaus vor dem Mann gespürt. Und wahrscheinlich ist auch deswegen der ganze Wald still geworden. Die Stimme auf der Aufnahme hat viele Menschen ins Grübeln gebracht. Einige glauben, dass es ein Skinwalker war, der Creed mit dem Hilfeschrei anlocken wollte. Nein. Nein, war es nicht. Andere glauben, dass es ein Mensch war, der nach Hilfe gesucht hat. Und wiederum andere glauben an das Übernatürliche. Creed selbst weiß bis heute nicht, wer oder was in seinem Video zu hören war. Dieses Wort Skinwalker, es macht mich einfach, wenn es jemand anderes sagt, wenn ich es selber sage, ist okay, wenn es jemand anderes sagt, es macht mich komplett aggressiv, weil alles immer ein Skinwalker ist. In den letzten Videos halt jetzt nicht mehr so, aber jetzt fängt es gerade wieder an. Super. Hurricane Helena war ein verheerender Wirbelsturm, der Ende September 2024 große Teile des Südostens der Vereinigten Staaten heimsuchte. Boah, scheiße. Er gilt als der stärkste Hurrikan, der je die Big Bend-Region in Florida traf und als der tödlichste Atlantik-Hurrikan seit Maria im Jahr 2017. Besonders hinter der Tampa Bay-Region in Florida kam es zu Sturmfluten mit Rekordhöhen von bis zu 2,2 Metern und etwa 1,3 Millionen Menschen in Florida waren zu dieser Zeit ohne Strom. Alter, das ganze Haus wird weggespült. Okay, klar, die Dinge in Amerika bestehen alle gefühlt aus Pappe, ja, aber das ist schon krass, dass einfach die kompletten Häuser da rausgerissen werden. Durch diese verheerende Naturkatastrophe verloren mindestens 246 Menschen ihr Leben. Viele Menschen, die in den betroffenen Regionen lebten, posteten Videos auf verschiedenen Plattformen, um das Ausmaß der Zerstörung durch Hurricane Helena zu dokumentieren. Doch ein Video von TikTok-Nutzerin Ram in the Roads sorgt neben den eindrucksvollen Bildern von Trümmern auch durch etwas anderes für Aufsehen. Was ich ein bisschen komisch finde, normalerweise wird die komplette Bevölkerung evakuiert, wenn das in so einer richtig brutalen Zone ist, wo der Hurricane ja richtig einschlagen soll. Und diese Leute, wo dann sterben in dem Fall oder halt, ja, jetzt die Videos filmen und sehen halt, wie ihr ganzes Hab und Gut weggespült wird oder das Nachbarshaus einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mal 5 Meilen weiter. Die wollen ja in dem Haus bleiben. Ich verstehe nicht, wieso. Also ich würde gucken, dass ich so meine Wertsachen, meine Sachen, die mir auch emotional am Herzen liegen, einfach da rausmache aus dem Haus und meine Versicherung regelt. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, aber ich hoffe mal, die konnten alle ihre Häuser wieder aufbauen. Während die Frau ein zerstörtes Gebiet in der Stadt Asheville in North Carolina filmt, macht sie eine merkwürdige Entdeckung. It smells really bad through here. Like rotting. Wie das hier aussieht, ey. Really bad. Oh shit. Okay. Was? Is this for real? It smells so bad. Ja. Hör auf. Nicht jetzt kotzen, bitte. Nicht kotzen. Yeah, I'm gonna go up here. Ugh. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu den Menschen, die, wenn sie Würgegeräusche hören, auch würgen müssen. Weil andernfalls tut's mir leid. You guys, I had to walk away. It's really stinky.
Als die Frau das Ausmaß der Naturkatastrophe filmt, bemerkt sie immer wieder einen unangenehmen Geruch in der Luft. Okay, wir gucken gleich weiter. Dieser unangenehme Geruch, der kann ja alles sein, ja. Abwasser fließt ja auch da raus, das ist ja alles angespült worden, das ist ja alles in so einem Klumpen voll Schrott und ja, das fängt dann irgendwann halt mal an zu stinken. Und vielleicht sind dann halt auch Tiere, die da drin liegen und jetzt am Verwesen sind. Will ich mir jetzt auch gar nicht unbedingt vorstellen. Aber meine Frage ist, da lag doch jetzt keiner begraben. Da hat doch einfach nur einer ein Kreuzchen gemacht, weil vielleicht ein Angehöriger da gestorben ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt an Ort und Stelle da jemand begraben wurde. Also, nee. Sie selbst sagt, es rieche, als würde irgendetwas verrotten. Schließlich kam die Frau an einen kleinen Ja, Hügel alles aus hier. Erde, auf dem aus 2 Ästen und Blumen ein Kreuz gefertigt wurde. Und genau an dieser Stelle wurde von ihrer Kamera etwas Seltsames eingefangen. Was denn? Eine Ach so, die körperlose Stimme, klar. Stimme ist zu hören, die etwas wie hier oder hey sagt. Während die Frau einige Sekunden lang das Kreuz filmt, ist plötzlich ein weiterer Laut in der Aufnahme zu hören. Es ist schwierig zu sagen, was man genau hört, aber es ist definitiv ein Geräusch, das nicht von der Frau selbst stammte. Viele Menschen, die das Video kommentierten, sind sich sicher, Gesichter oder menschliche Körperteile in den Trümmern zu erkennen. Was? Ich selbst konnte bei der Analyse des Videos jedoch nichts derartiges entdecken. Doch könnte es sein, dass die Frau hier vielleicht die Stimme eines Opfers des Wirbelsturms gefilmt hat? Quatsch. Und könnte der Geruch in der Luft auf ein in den Trümmern verschüttetes Opfer hinweisen? Ob paranormal oder nicht, dieses Video ist der traurige Beweis dafür, wie klein wir gegenüber der zerstörerischen Kraft der Natur sind. Also das mit den Leichenteilen und so, das ist ja kompletter Quatsch. Nee, das hätte ich gesehen. So, das war's dann auch mit dem Video von Nighttail. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Lasst gerne ein Like und ein Abo beim guten Nighttail da. Der macht hier diese wunderbaren Videos und ich finde alle geil. Alle, die wir bis jetzt geguckt haben, von dem waren super gut. Ich habe ja schon einige Videos gesehen von anderen YouTubern und einige waren geil. Dann gab es aber wiederum welche, die waren nicht so toll. Aber ich finde, Nighttail macht echt guten Scheiß. Geht da gerne mal auf seine Seite und lasst da gerne mal ein Like und ein bisschen Liebe da. Ansonsten kommt euch die Hexe holen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.